Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde und Freunde des guten Geschmacks, der seichten Unterhaltung und des gediegenen Gameplays. Ich habe tatsächlich nur vergessen, meine Kamera einzuschalten. Ne? Ja, das müssen wir mal gleich in Ordnung bekommen, ne? So. Da bin ich wieder. Ja, oder da bin ich endlich. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde und Freunde des guten Geschmacks, der seichten Unterhaltung und des gediegenen Gameplays. Der liebe Exklusiv ist wieder am Start und heißt euch hiermit recht herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Geht's euch gut, meine Lieben? Ich hoffe, euch geht's gut, ne? Alles andere würde mich jetzt enttäuschen. Alles andere würde mich jetzt wirklich sehr, sehr enttäuschen. Maßlos sogar. Alles andere würde mich jetzt enttäuschen. Alles andere... So, perfekt. So, meine Lieben. So, da bin ich denn jetzt so. Ich muss das Fenster ein bisschen groß machen. Ich bin heute nicht wirklich großartig jetzt hier in Gaming-Laune. Habe ich gestern ja schon ein bisschen getan. Ein bisschen gezockt, ein bisschen gedingst und so weiter und so fort. Und ja, jetzt werde ich erstmal ein Käffchen trinken. Also damit erstmal Becher hoch, Tassen hoch. Lasst es euch gut schmecken, meine Freunde. Heute ist wieder ein Arbeitstag, der vor mir steht. Und ja, habt ihr schon so ein bisschen Bock drauf und lasst es mir gut gehen. Schubidu. Ja, an der Stelle sei noch erwähnt, meine Lieben. Discord richte ich gerade ein. Wer Lust und Laune hat, ist natürlich herzlichst eingeladen, bei mir hier vorbeizuschauen. So, das wollte ich jetzt eigentlich gerade... Oh, jetzt knallt das hier richtig rein. Darf natürlich gerne bei mir im Discord vorbeischauen. Ich bin jetzt auch mal bei mir jetzt im Kanal unterwegs. Ach ja, ich bin schon im Discord. Könnt ihr gerne reinkommen. Ich befinde mich unter Sprachkanäle unten. Da dürft ihr gerne mal reinschauen, meine Lieben. Wenn ihr dann in den Stream reinkommen wollt, dürft ihr gerne in die Bar. Ich ziehe euch dann, oder einer meiner Mods. Ach ja, ich habe doch gar keine Mods. Genau, das fällt mir ein. Ich habe doch gar keine Mods. Ich baue den ja gerade neu auf, meinen Kanal. Und ja. Lass uns doch mal überraschen. So, was habe ich denn jetzt hier? Ich muss das hier noch öffnen. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Ich meine, gestern war ja schon der Wochenstart. Aber man fängt immer mal klein an. Und ja, jetzt heißt es wieder, dass wir durchmalochen, bis der Arzt kommt. Ach ja. Drunk Rabbit Gaming, sei gegrüßt. So, worüber reden wir denn heute mal? Worüber reden wir denn heute? Ich weiß natürlich, worüber wir heute reden. Lassen wir überraschen. Mal gucken, vielleicht gibt es ja ein paar interessante Sachen. Die wir uns auf YouTube geben können, ne? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Gucken wir mal auf YouTube mir mal ein paar lustige Sachen an. YouTube. Da bin ich am Start, das ist auch gut. Ein paar Reactions. Oha. Interessant, was haben wir denn jetzt hier? Okay, was ist da? Interessant. Ja, ich bin ja gerade ein bisschen am gucken. Eigentlich könnte man sich das mal geben. Eigentlich könnte man sich hier mal, boah, ja, das, ich glaube, das gönnen wir uns jetzt mal. Wir gönnen uns The War Within, Zone and Dungeon Raids, Features, alle bekannten Infos zum WoW-Add-on, meine Lieben. Und da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Ich schalte jetzt bei den Desktop-Modus. Und, ups. Macht das Ding mal groß. Das werde ich mir das geben. Ich muss nur eben flott die Musik deaktivieren. Ach ja, das kann ich ja hier drüber machen. Ich vergesse das jedes Mal aufs Neue. Da habe ich mich nämlich tatsächlich noch nicht mit wirklich
richtig intensiv ausgesetzt. Ich bin nämlich so Servus, ein... liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen ich zurück bin zu nämlich so einem ein neuen tatsächlich... Ach, Video Moment. auf... So. Ich bin nämlich jemand, der sich die Add-ons dann einfach kauft. Einfach so, ich weiß nicht, so... Weil ich kann und ich es will. So, egal, komm. meinem Kanal das erste Panel der BlizzCon zu World of Warcraft The War Within, dem neuen Add-on aus dem WoW-Universum, ist fertig und ich möchte euch in diesem Video einen kleinen Überblick geben über alles, was daran vorgestellt wurde. Es geht um die Story, Features, Zonen und so weiter und so fort. Gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mich unterstützen wollt und zukünftig keine News verpassen wollt. Ich kann euch sagen, das Wochenende wird noch einiges kommen. Zunächst wurde ein bisschen über die Story des kommenden Add-ons gesprochen, Dann bin ich mal gespannt. beziehungsweise war das so ein bisschen der Auftakt. Also es wurde gesplittet in Story und Setting, welche Charakter begleiten uns, Zonen und Kulturen und danach ging es um Dungeons, Raids und Systeme. Und ja, wie bereits gesagt, die Story machte den Auftakt. Xalatat ist zurück. Wir erinnern uns, das ist die gute Dame aus dem Shadow Priest Dolch von Legion, also der Artefaktwaffe. Das schwarze Imperium ist gefallen, die alten Götter sind tot. Sie hat uns nichtsdestotrotz die ganze Zeit beobachtet und ist quasi, ja, der Harbinger of the Dark oder so, wie sie genannt wurde. Sie hat letzten Endes, oder Harbinger of the Void, also der Überbringer der Lehre, sowas in die Richtung. Sie wird vor allem in Verbindung mit dem Neruba-Imperium, dazu kommen wir dann später noch, in Erscheinung treten, hat ihnen ihre Kräfte geliehen. Auf unserer Reise begleiten werden uns Anduin Wrynn, der ja im Cinematic relativ prominent gefeatured wurde, also er ist wieder am Start. Ebenfalls mit dabei ist Aleria Windläufer. Trall wird uns auf unserer Reise begleiten, auch er darf natürlich nicht fehlen. Und Magni Bronzebart. Auch der Dude ist wieder am Start, natürlich mit allem, was unter der Erde stattfindet und so weiter und so fort. Sehr geil. Darf Magni nicht fehlen. Sehr geil. Da gab es auch ein kleines Lachen bei der BlizzCon oder im Publikum. LOL. Und wir sehen es im Hintergrund. The Saga is just beginning. Während wir hier einen süßen Pepe sehen, den musste ich unbedingt mit ins Video bringen. Also, The War Within ist Auftakt einer dreiteiligen Weltenseelen-Saga. Also, hier wurde gesagt, man möchte sich wieder mehr auf das fokussieren, was WoW stark gemacht hat, auf die Helden. Es sollen Geschichten zu Ende erzählt werden, die mal angefangen wurden und so weiter und so fort. So ein bisschen mehr, würde ich sagen, back to the basics vielleicht. Ich fand, das Ganze hat sich alles ziemlich gut angehört. Danach ging es um das Thema Völker und Kulturen und da ging es als erstes um The Earthen. Das ist quasi das Volk, was dort unter der Erde wohnt. Falls ich es noch nicht gesagt hatte, Maximallevel der Erweiterung wird Stufe 80 sein. Diese Dame, die werdet ihr jetzt gleich noch ein bisschen häufiger sehen, habt ihr eben schon mal kurz, die hat uns durch dieses ganze Panel geführt. Kasalgar ist die Zone oder der Überbegriff für diese Zone, die uns erwartet. Und dabei ist eine Zone quasi überirdisch, der Rest findet alles unter der Erde statt. Damit kommen wir jetzt nochmal, das war quasi die Einleitung, zu den Earthen zurück. Die werden ein verbündetes Volk werden. Heißt, wir schalten sie frei. Ihr könnt sie dann spielen, quasi als neues Volk und könnt euch sowohl der Horde als auch der Allianz anschließen. Also je nachdem, worauf ihr Bock habt. Hier wurden dann ein paar Customization-Optionen gezeigt. Also es wird wohl auch wieder sehr viel Wert auf die Anpassung gelegt. Ein weiteres Volk, welchem wir begegnen werden, sind die Arati, die in einer Zone leben, die wir unten oder im weiteren Verlauf des Videos noch sehen werden. Hello Fall heißt das Ganze. Wir sehen es hier, die Bastion des Lichts gegen die Dunkelheit wurden sie genannt. Und zu guter Letzt sind natürlich auch noch die Neruba am Start. Sehr, sehr wichtig, das wird quasi der große Antagonist. Die Überlebenden des Schwarzen Königreichs sind weiterentwickelte Neruba, da sie eben diese Kräfte von Xalatat bekommen haben. Also das könnte ganz interessant sein. Hier wurden dann so ein paar Artworks gezeigt, ich glaube, das wird ziemlich geil, wie die Gegner aussehen. Ihr seht auf der linken Seite oben so ein bisschen die Größenvergleiche mit Spielerfiguren, aber da wurde auch gesagt, es ist noch nicht alles fertig. Und dann ging es los mit den Zonen. Hier seht ihr jetzt die erste Zone, die uns im Spiel erwartet, die Isle of Dorn, also eine Insel, findet dementsprechend überirdisch statt und
ist die Überleitung zu den weiteren Zonen, die dann noch kommen werden. Sieht auf den ersten Blick ganz hübsch aus. Denke ich, da gibt es wenig zu meckern, hat auch relativ oder mehrere Facetten zu bieten. All das sind jetzt noch Ausschnitte, die ihr hier seht von dieser Insel. Also wirklich ein auf den ersten Blick ganz hübsches Machwerk, wie ich finde. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass sie nicht nur unterirdische Zonen bringen, sondern dass hier quasi die Einleitung bietet. Also Isle of Dorn ist der Beginn unserer Reise und von dort aus geht es in das nächste Gebiet, das hört auf den Namen Ringing Deeps. Und hier seht ihr ein paar Minenkarren, Schienen und so weiter. Es war die Rede von unterirdischen Schmieden und so weiter, Wasserfälle, die dort runterkommen und so weiter und so fort. Ich finde, hier ist es ganz gut gelungen. Es wirkt auf den ersten Blick nicht zu beklemmend. Da haben sie auch gesagt, sie wollen zwar unterirdische Zonen schaffen, die sollen sich aber auch anfühlen, als wärt ihr zum Teil gar nicht unter der Erde. Das finde ich ganz cool. Die Kobolde mit Du nicht neben Kerze sind auch wieder am Start und wir werden unter anderem gegen den König dieser Kobolde in einem Dungeon antreten. Nicht schlecht, mein Lieben. Da auch eine ganz witzige Geschichte. Nice. Die Ringing Deeps. Von da aus geht es in die nächste Zone und das ist eben angesprochenes Hallowfall. Das ist eben die Heimat quasi der Arati, die sich dort zurückgezogen haben. Was ganz cool ist, ist dieser riesige Kristall, der da von der Decke hängt. Das ist quasi die Lichtquelle dort unten. Und die Zone finde ich ehrlich gesagt am coolsten. Aber sie haben auch gesagt, es ändert sich was in dieser Zone. Je mehr die Dunkelheit näher gerückt ist, desto mehr ist das Licht dieses Kristalls geschwunden. Desto näher kam die Dunkelheit, desto näher kamen auch die Feinde. Und ja, wir sehen es hier, Neruber sind in diese Zone eingefallen. Also ich finde persönlich, die Zone sieht sehr vielversprechend aus. Und zu guter Letzt, letzte Zone ist dann das angesprochene Neruber-Königreich. Sieht schon geil aus. Gibt einem, wenn ich das so sehe, ein bisschen Flashbacks an die WOTLK-Innis. Askahet hieß da eine Inni, das sieht so ein bisschen so ähnlich aus. Also da haben sie auch gesagt, sie haben sich sehr auf dieses Neruber-Architektur-Design verlassen, wollten dieses wieder aufgreifen. Also alles in allem, finde ich, sieht das sehr schön aus. Und was ich sehr interessant finde, ist diese Tatsache hier dann, die wir jetzt sehen. Und zwar, das Drachenreiten ist quasi zurück. Es wurde jetzt nicht mehr Drachenreiten genannt in dieser Form, aber es ist relativ gut ersichtlich, worauf das Ganze hier aufbaut. Nur, dass es eben keine Drachen mehr sind. Zwischen allen Zonen, das wurde dann auch nochmal hier genannt, gibt es einen Zone Flow. Also da hat man sich auf die Technik verlassen, die mit der Zaralek-Höhle eingeführt wurde. Heißt, man kann nahtlos zwischen den Zonen hin und her reisen, also von Zone 1 bis zur letzten Zone ohne Ladebildschirme. Dann ging es weiter mit dem Thema Dungeons und so weiter und so fort. Wir werden 8 Dungeons bekommen, 4 sind verfügbar während der Levelphase, eine in jedem Gebiet. Und 4 gibt es auf Max-Level, auch wieder eine in jedem Gebiet, also eine Instanz. Das Ganze wurde uns präsentiert von ihm hier, Morgan Day, Associate Game Director, Dungeons, Raid und Systems. Danach kam er zu dem Raid zu sprechen, Neruba Palace, ein 8-Boss-Raid, der in dieser letzten Zone spricht. Danach ist er teilweise ich glaube, ich muss auf jeden Fall wieder anfangen zu wirklich Raid intensiver zu spielen. Beziehungsweise Habe eigentlich ich aber nur richtig Bock drauf. Cinder Brew Mattery hat da ein bisschen was zum Hintergrund Bock drauf erzählt, aber das war auch ziemlich kurz und danach ging es zu dem System. Er hat gesagt, sie wollen die Philosophie aus Dragonflight weiterführen, heißt Systeme bringen, die, wie soll ich sagen, ein Evergreen in WoW sind, also nichts, was nur für dieses Add-on eingeführt wird und sie wollen auch die Zeit der Spieler respektieren. Zone oder Feature 1, was zu dieser Philosophie gehören soll, sind die sogenannten Delves. Auf Deutsch ist das sowas wie Vertiefung, glaube ich. Wir schließen uns der Drachenschuppen-Expedition an und suchen nach verlorenen Schätzen von Kasalgar. Das soll ein Evergreen-Feature sein, welches rein Outdoor ist, also kein
Raid Dungeon Content. Und das Interessante ist, es gibt saisonale Belohnungen, das wird also scheinbar immer wechseln. Und ihr könnt das in Gruppen von 1 bis zu 5 Spielern machen. Heißt, wie soll ich sagen, wenn ihr mit einem Spieler drin seid, also alleine, könnt ihr das genauso gut machen, wie wenn ihr mit mehreren Leuten da drin seid. Und, das steht auch mit drin, es passt sich an eure Rolle. Heißt, ihr könnt das Ding sowohl als Heiler spielen, aber auch beim nächsten Delph umspecken und als Tank. Also das ist eine ganz coole Sache. Und es wurde genannt, ihr kriegt über diese Sachen auch eine Vault-Belohnung am Ende der Woche. Also Open-World-Content, diese Delphs geben jetzt auch Vault-Loot. Bei dieser Reise durch die Delphs werden wir pro Season immer von einem NPC begleitet. Am Anfang ist es hier Herr Bronzebart. Wir können den am Anfang anpassen mit verschiedenen Talenten. Also brauchen wir mehr Heilung oder mehr Schaden. Klingt ganz cool. Genauso wie dieses Feature, die Warbands. Gott. Das ist quasi eine Vereinfachung von alle Inhalte auf eurem Account sind accountweit. Heißt, Blizzard will die Zeit des Spielers respektieren, egal auf welchem Char ihr euch befindet. Was dafür sorgt, dass ihr Ruf und so weiter accountweit habt. Ebenfalls neu sind diese Hero Talents. Das ist quasi ein dritter Teil eures Talentbaums. Ihr habt Klassentalente, Spec-Talente und dann diese Hero Talents. Pro Spec habt ihr Zugriff auf 2 verschiedene Talentbäume. Das wurde jetzt hier angesprochen. Prot Warrior haben beispielsweise Mountain Thane und Colossus zur Auswahl, Furorkrieger Mountain Thane und Slayer und Arms Warrior haben Colossus und Slayer. Für jeden dieser Talentbäume gibt es dann nochmal eigene Talente, die sich je nachdem ein bisschen anders spielen. Klingt für mich so ein bisschen wie so eine Klassenspezialisierung. Das Talent oder dieses System wird automatisch ab Level 71 freigeschaltet. Pro aufgestiegener Stufe bekommt ihr einen Talentpunkt und ihr könnt auch wieder die Talentpunkte in verschiedene Nodes, also Auswahlmöglichkeiten reinbuttern können. Letzten Endes klingt es halt, ja, euer Char bekommt noch mehr klassenspezifische Talente zur Verfügung. Bin aber letzten Endes mal gespannt, wie sich das spielt. Und auch da könnt ihr stufenlos hin und her switchen. Und hier wurde das anhand des Kriegers gezeigt, wo sich zum Beispiel dieser Stormbolt je nach gewählter Spezialisierung ein bisschen unterscheidet. Also da werden sich dann die Talente, je nachdem welchen Hero-Spec ihr gewählt habt, in ihrer Wirkweise, in ihrem Aussehen ein bisschen unterscheiden. Nice, und damit endete dann die Vorführung von den ersten Infos von World of Warcraft The War Within. Mehr gibt es dann morgen Abend zu sehen. Auch da werde ich natürlich wieder ein Video machen. Also ja, aber das war sehr tatsächlich... gerne reinschalten, wenn ihr nichts verpasst. Okay, hast du Mühe gegeben, mein Lieber, aber das hat mich nicht so wirklich überzeugt, ne? Hat mich nicht so wirklich überzeugt. Das hat mich nicht so wirklich überzeugt, lieber Noah. G6. Zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In Patch 10.2 gibt es mehrere Open. Funktioniert. Ihr müsst hauptsächlich Ausschau halten nach so ein paar, ja, Dreckhäufchen auf der Karte beziehungsweise in eurer Umgebung. Das Ganze wird mit diesen Blättern hier angezeigt. Da steht dann auch Emerald Bounty drin. Oder dran viel eher. Und das sind, wie bereits erwähnt, diese kleinen Häufchen, die ihr eben in dem ersten Bild gesehen hattet. Wenn ihr dann dahin geht, könnt ihr einen Traumsamen einpflanzen. Die Dinger kriegt ihr über viele, viele Aktivitäten in der neuen Zone. Deswegen denke ich mal, das wird sowas werden, was ihr eigentlich fast schon automatisch bekommt. Dann pflanzt ihr diesen Samen ein und in der Zeit dauert es dann ungefähr 3 Minuten, bis der Samen zu einer Pflanze sprossen ist. Ihr habt aber die Möglichkeit, und das interessiert mich. Könnt ihr Pets, wenn da naja, das ist nicht relevant. Interessant ist Drachen schwierig angekommen bin. Also hier hat man dann nochmal eine Möglichkeit, meine Visionen. Okay, mal eben die Lage checken.
Das Schicksal unserer Welt steht auf Messers Schneide. Und unser Kampf führt uns tief ins Innere. Schick, schick, schick. Ja, aber ich bin ja nicht gerade noch nicht so. Okay. All right. Thank you for taking Oh the my time to God. join me for this deeper, closer look at what's coming next in the war within. Oh, fuck. I love you too. Remember when he trolled you? I love you, BlizzCon. Experience. We've had dungeons, we've had raids, Titan difficulty forging helps with progression that. built into delve, different sizes of different. That gets back to some of. Every dungeon is ultimately about increasing difficulty and a change of pace, whether you're in Season 1 of War Within, Season 2, and so forth. Part of that is I really going wish to they be get away the from the NPC season companion that will mindset, be man. accompanying you on your adventures. I'm gonna be honest. The sake of science. But New a world. treasure room, heaping with riches, New world mutation. treasure chests of various shapes and sizes. Some of the smaller ones, you can just walk up and open, collect a range of items, currency, rewards, you name it. But you'll find a couple of extra large, resplendent chests in this room. Those may require special keys to open. Ooh. Now, those keys you would obtain from doing kind of outdoor content, weekly quests. They're a bit more limited in how you can get them, but also allow us to offer and pace out the best rewards that are on par with some other endgame content. Yeah, maybe they can make like it's a not, labyrinth where you get the infinitely keys out of. grindable or anything like that. Okay. But it's an extension of your outdoor world loop, if this is your playstyle. Now, you're a bit when we're building delves. Ecologies and environments you're going to be facing. Ah, das ist interessant. Back then, it took hundreds of hours to level a single character, of course, and playing alt seriously was far from the norm. But we've kind of inherited, we're still working with, we have been working with those foundations to this day. And so when we get requests for them, when we talk about alt friendliness, we try to do it, but we're often working against, we're swimming upstream, given the underpinnings of a system that were never designed for this. Yeah, and that's why you get some, frankly, pretty clunky solutions. Like, well, if you want to transfer this currency to your alt, go to a vendor and spend some to buy a different box that contains account-bound currency that you can then mail to yourself, log out, log back in, take the box out of your mailbox, and open it on your alt. Congratulations, you have moved 300 supplies. Yeah. It's not great. Elegant design, ladies and gentlemen. What if we didn't have to do that? So at its core, Warbands is, what if we just rebuilt those foundations and created a new future, both for the things we want to offer today and the things we'll be able to in the future, so we're not fighting against the nature of the system, but instead it complements what we want to do. This is all really good. The focus here is really making it convenient, removing barriers, removing awkwardness in playing alts. We don't want to actively necessarily encourage it. What the fuck? People already want to do it if they do it. One thing the system is not going to be is something that awards you power or makes your main more effective because you have done things on other characters or anything along those lines. They've played Lost Ark. If you want to play alts, do so. If you just love focusing on a single character, that shouldn't feel wrong either. Now let's talk about some examples. That's a bank. Okay, so I'm going to run through these pretty quickly. They're mostly fairly straightforward. It's a bank. It's an account-wide bank. God, I can't wait to fill that up. Oh, I'm going to fill that up in like a day. You should never again have to mail something to yourself. Oh, yes, I'm going to fill that up in like one day, bro. Boah, ist das geil. Alter, ist das mega. Ist das mega. The very observant, the eagle-eyed, will notice a little checkbox mentioning reagents. Include reagents, If you deposit reagents here, you can craft from the account-wide storage on any of your characters. Boah, ist das geil. What the fuck? Why are they making the game better? Maybe a little new thing. Something that you might put in this account-wide storage are the ability we will now have to create war-bound items that are war-bound until equipped. You might get an item that you can't sell in the auction house or trade, but
but that you can give to any of your other characters for their use. Oh, they used to have these. Buy new account gear. Like from Garrosh and from Archaeology. You know, these items would drop as bonus personal loot from doing a variety of content. Yeah, like Garrosh. They would drop at a slightly lower item level than what that content would normally give you. Mega You geil. wanna make sure the right way to Mega, play is mega not, geil. You know, playing on multiple characters to funnel loot to your main, to gear up your main faster, but just easy potential hand-me-downs, ways of getting an alt caught up, maybe even an excuse to level an alt if you get a really cool item for a class that you haven't had a chance to get up yet. So just an extra layer here, hopefully, you know, making it easier than ever to Dude, I think I want to play retail to again. accomplish your goals on multiple characters. Get the fuck out. Oh, All yeah. right, now quick rundown of some of the other integrations we have planned. Transmog. Transmog has always been, you know, it's been for a long time an account-wide collection. Yeah. Key thing here now that really it is being acquired by your warband, that means that now if you were running, let's say, Ulduar on your mage and a pair of plate shoulders drop, you can still add those plate shoulders to your warband collection. Great, now I have to run Ulduar again. This guy, bro, that guy was like, what the fuck? Self-explanatory. And then, you know, if you log on your warrior later, your warrior can equip them, you're good to go. Yeah. Hopefully you don't need to feel like you need to refarm the same stuff on as many different armor types anymore. Yeah, that's insane. Reputations, again, fairly straightforward. In They're War account-wide. Within, reputations and renowns will work account-wide. We want to make this as retroactive as possible. That will take some work over time. We're probably going to start with Dragonflight renowns that's as a fine. focus and a priority and work our way backwards. But going forward, we Okay. want progress earned on reputations to not really matter which character you're doing it on. At the Yeah. end of the day, it's the same content, it's the same experience. If you've gained access to some perk or some recipe, having to re-earn it, not terribly compelling. Great. Big dub, big dub, big dub. There it is. Here's a really light example, a simple one, just flight paths. As you explore the world, Great. you learn flight paths, you discover flight paths. Is it terribly compelling to have to go back to a spot that you've already been to in multiple characters just to learn a flight path for the 4th time? No. If you have a flight path network unlocked, you have that unlocked across your warband going forward. It's lit. Boah, ich glaube, das wird, Here's an glaube example ich, of, something mega that heftig. else. An example of how having this as a foundation means that we can build new systems to inherently work at an account-wide level. Das ist so krass. Yeah, yeah, I want to see what this is So like. krass. Advancing brand Morgen, Chiara. as you are empowering him, as you're customizing him. Morgen, Chiara. Again, log Boah, back to das the wird character so and go heftig. back to having a weaker brand Das wird that so offers heftig tools that you're werden. accustomed to. That's more frustrating than fun to re-earn those things. Let's Oh, make yeah. that progression inherently warband level, inherently account-wide. That's actually really good too. And achievements. We've had account-wide achievements for a long time. Yeah. You know, no secret, they have the little blue bar over them, indicating that they function at an account-wide level. What Warbands allows us to do is kind of invert that paradigm and change the vast majority of our achievements to be account-wide, to have that actually be the new default. So if you do part of this PvP or crafting or other achievement on one character, part of it Wow. on another, your warband can earn the achievement. Once your warband earns it, you've earned it. Again, you, the player, are doing the thing. That's a big W for you. Yeah. Yeah, and then this Oh, so they're doing it. Holy shit. They're stealing it from Lost Ark. to kind of signal this shift up They're front. There's no stealing. like mechanical Yes. functionality here. But just in Hi, terms of Adler, sei presentation, gegrüßt, Morgan. what you'll see when you log into World of Warcraft with multiple characters is a selection of your favorite characters. Spoiler, nein, ich huddled spoiler around doch nicht. campfire or another. Ich check hier gerade nun mal die BlizzCon-Sachen aus, weil ich die tatsächlich nur überflogen habe. Und ich finde es schon sehr mega hammermäßig. Setting. Sure. You'll still have your full list accessible, but we want to make it clear that like Spoiler you, the Angst. player, have this cast of characters that if you want to dress them all up in consistent transmogs, Yeah. go wild. One thing you might note here, if you're very eagle-eyed, also by the way, if you're very eagle-eyed, don't read too much into things like the evoker wearing leather. That's just, it's internal mock-ups. We're not changing anything crazy there. Okay. Sorry. But you will note that the evoker is level 13. That's going to be a thing that's possible because they'll start at level 10. But Okay. Das ist ja auch nicht das neue Add-on, sondern das ist tatsächlich die neuen Patch-Inhalte, die mit dem Add-on rauskommen werden. Das hat nichts mit dem Add-on zu tun.
Das sind tatsächlich nur die technischen Umsetzungen für accountübergreifende Ruf und Co. Because Dragonflight's going to be the new leveling expansion, by the way, going forward. That's great. One thing you Dragonflight's might probably notice is the there best isn't really much here about experience. realm selection. Warbands are a realm-agnostic, faction-agnostic feature. You will just see all your characters here. If they're on different servers, we'll make it clear that they're on different servers. Wow. But you shouldn't have to like go to the Holy change realm shit. screen and swap around. They're just all here. So if you have like 50 characters, is like a crowd? Okay. Hero talents. So, at their core, this is a chance for us, as we continue to evolve and advance our class system, to explore. Das ist tatsächlich Back to the Roots. Back to the Roots ein bisschen mehr wieder. Ein bisschen mehr. Mit den Erfolgen, mit den Transmog-Sets, mit dem accountübergreifenden Ruf gehen sie genau den richtigen Weg, den viele Spieler seit Jahren fordern. Das ist so hammermäßig. Das ist so mega hammermäßig. Das ist tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Das muss ich tatsächlich sagen. Also ist schon echt krass. Ist schon wirklich, wirklich gut. Ist schon wirklich, wirklich gut. Das ist genau der richtige Weg. Oh. Explore some deeper class fantasies to look at, iconic archetypes like the Farseer or the Dark Ranger or the Mountain King or others often inspired by major heroes in the Warcraft universe, other times by fantasies that we've heard are really resonant with players, and focus the continued expansion of our classes in that space. Now, Morgan said this yesterday, just to restate, this is a completely flexible system. It's as flexible as your current talents and specs. Nothing like covenants. Und da bin ich auch wirklich, wirklich gespannt, wie sich das verhalten wird, diese Heldentalente. Zumal ich schon seit vielen, vielen Jahren sage, dass alle anderen Spiele letztendlich, oder dass World of Warcraft so ein Sammelsurium aus allen anderen Spielen ist. Ja. Ja, dann hörst du mich auch, Chiara. Du musst doch meine sonore, schöne Brummstimme hören. Your hero spec, you can swap Yeah, around I your wanna hero see talents. They're just talents. Now, some of our goals here, of course, we want to offer progression, but we want to do so, frankly, while managing complexity to a certain extent. Yeah, When we game's too started planning for complicated. War Within, we knew, all right, we're going to raise the level cap by 10. Oh, 10 new wow. levels means 10 new talent points. Would've never guessed The that. kind of default option for us would have been to take the existing class and spec trees and just add a couple more rows to each of them, add new points to spend. But we've been down that path before. We know Yeah. exactly where that leads 15 years ago. There's a tremendous amount, there's an insane amount of like multiplicative combinatoric complexity from adding Sehr, sehr geil. those additional options. Yeah. And it also destroys some carefully constructed choices that are really successful that we've just built up in Dragonflight today, where you can't quite have all of these things and need to 30 buffs, pick 20 one or the debuffs. other. Suddenly, when you can get all of them, it can lead towards homogeneity as well. So True. this approach allows us to both explore deeper class fantasy. Ja, das stimmt, focusing Chiara. the decision space Du bringst es auf den Punkt. Einfach, aber eine Punktlandung. in a way that offers power without that excessive complexity. So the way it's generally going to look is a third talent tree. Again, as mentioned yesterday, at the center of your screen, you have class, you have talent, and in the middle, you have hero talents. You have to do like a labyrinth to You'll unlock note, it. so there are 10 nodes. There's an initial node that you get as a starter node at the top that you'll get initially when you unlock. Bin the gespannt, ob system das at neu level sind oder ob sie die einfach nur rausgekloppt haben, wie allen anderen Scheiß. You will get all of them on the way to 80. At level 80, Okay. you will have this fully unlocked, similar to Legion artifacts, let's say. So you don't have to agonize over, where you're placing any choice along the way. Now, the choices that you will make are which hero spec do you want active, and also there will be choice nodes within the trees, just as the class trees and the talent and the spec trees currently have, which you can toggle, adding quite a few permutations to the system as a whole. If you want, as a kind of simpler collapsed view, once you've hit max level, you can just condense it down to only show the choice nodes for easy swapping back and forth to customize your spec for whatever activity you're setting out to do. Okay, cool. Now, I want to take a little bit of time to quickly walk through a couple of trees. Ja, da habe ich das. Werde ich mir vielleicht mal später anschauen. All of this is Muss subject immer to so. Paladin, change, please. all subject to iteration We'll and the see. extensive feedback we know we're going to get.
I'm going to use druids a lot as an example here. Going to focus on the case of a balanced druid. Part of why the team starts with druids is because y'all are complicated. We figure there's 4 specs, 3 roles. We figure let's try some of the hardest cases first when proving out a design. It's nothing against the mages, warlocks, paladins, etc. But there's a reason why you probably tend to said more paladins druid were examples than other simple. classes, Shut the 'cause fuck up! We figure if we can Shut make it up! work for druids, the rest will be okay. The 2 options available to a balanced druid are this Keeper of the Grove tree and Elun's Chosen. Keeper of the Grove is available to balance and restoration. Elun's Chosen is available to balance and guardian. The former focuses on calling the forest to your aid, on summon treants, and augmenting their abilities and what using that cooldown means for your gameplay. Elun's Chosen focuses on augmenting your lunar abilities, many of the arcane damage, moon-themed abilities for both specs. Okay. Let's look at the Keeper of the Grove tree first. The first node that you're going to get as you just opt in is just kind of a baseline improvement to your throughput while treants are out across the board. This just kind of emphasizes thematically what this tree is about. Okay. It's pushing that button, having the treants out more important to you in every regard. Cool. Some of the nodes in these trees are just going to be simple, straightforward passives. What the fuck? Not everything is going to double and triple down on the same Treant's treant ability. Moonfire? Some will, like this, regardless of what spec you are, make your treants add additional damage. Oh, by the way, if anyone's What the worried, fuck? wait a minute, but what about the auto taunt? That's a mess in dungeons. We'll let you opt out of that. Don't worry. Or, passives could just augment your abilities, your resources. Ja, ich bin kein Fan von aktiven Talenten, sondern von passiven. An example of a choice node, again, this can be about doubling down on and getting more out of having the treants active. Bro, you can be treant Or maybe spec? you really don't want all of your eggs in that basket. Even though you are going into this tree, you want the treants to be important Treemancer? to you. You don't want like a moonkin that has a bunch of 100% trees. of your throughput to be focused love in it. that window. You'd rather just have some Schon baseline ziemlich geil. improvements Oh, to ich all of your abilities, or to some of your core abilities. This is one of the simpler choices Chiara, available, ich muss ganz schön but viel drücken, meine maybe Liebe. 4 different Nicht wie so bei einer attributes to nudge your Zwei-Tasten-Klasse gameplay wie beim one direction or another. Beastmaster. A capstone talent, again, is often Laura like Exklusiv. Was war das? Schlangenschuss, wie heißt der Scheiß? Oder Cobra-Schuss? just Oder hier die Attacke-Funktion? Ja. out is going to be a piece 5 Tasten, ja, da gebe ich dir in your 5 Tasten. Ja, potential, 5 Tasten, something that you're okay. going to plan around and just amplify the overall benefits that you're achieving from that. Now, pivoting to Elun's Chosen, again, this is lunar themed and shared with 55 Guardian Tasten. Druids. Okay. So the first point here is going to call out 3 specific signature abilities: 2 balance, 1 guardian, and make them meaningfully Okay. more Hat sie doch schnell impactful gameplay. korrigiert, von 55 auf 5 Tasten. Deutliche Reduktion. Like Lunar Beam is going to become a pretty powerful defensive cooldown, especially in dungeons. You have a big pull going on. You're leeching a lot of damage back from what you're 10% doing. life leech? This is Holy now something shit. that you can really count on and plan around as you approach your gameplay. That's On the Moonkin nuts. side, this of course adds an extra layer to planning and throughput in your rotation. Yeah. Noting a couple of these things that we're modifying may be deeper optional talents in your existing spec trees. We also, where we can, want to offer ways to make sure that you can trigger those effects even if you don't have the baseline talent, though you'll probably want to as well. So this talent just has Fury of Elune triggered as you're doing your regular rotation. Richtig. Fire, both just naturally, it's a powerful effect that's going to fire more frequently, but also to the extent that the rest of the Elune's Chosen tree is tying into it, you'll get those benefits as well. A couple of more passive examples here. Ich meine, das Schöne ist tatsächlich an diesen heroischen Talenten, das Schöne an diesen heroischen Talenten ist tatsächlich, dass du auch dann ab Level 71 tatsächlich wirklich spürbar stärker wirst bis zum Max-Level. Das wird schon tatsächlich irgendwie krass. Ich bin da wirklich mal gespannt. Pala ist ja immer so meine erste Wahl. Pala, was rede ich denn für einen Spaß? Ein Schamane. Your arcane lunar throughput and a final capstone ability for this tree that is further reinforcing these core already been augmented. Leave this slide up for a while. These are Templar. our current plans Templar. for Oh! all 39. Herald my of the God! Sun. So 1 per current specialization. Some cool fantasies here Holy to explore. shit. Definitely Holy shit, really I'm gonna be a curious to Templar, hear dude! Community There it feedback is. on all these, which are Deathbringer. exciting, which are most
Der Hunter wird nur, um dich kurz zu erklären, der Hunter wird nur einfach, um auf Max-Level zu bringen. Der Hunter ist mit dem Dämonenjäger mit die letzte Wahl. Davor steht sogar noch der Hexenmeister und den spiele ich auch nicht gerne. Resonant, which sound, frankly, maybe a bit lame. Rider the Are there any Apocalypse. that Wait, you what? hoped you'd see on here Are they that gonna you're give not DK's seeing on amount here? that they can ride in combat? We are, well underway building these out, but it's definitely early enough for us to pivot on a lot Boah, of these. Rogue, Something wie geil. I'm really excited about. I wanna, like, Und mit dem Jäger mache ich wirklich ohne viel Anstrengung den meisten Schaden. In jedem Dungeon, in dem ich bisher war. triple super underscore. No way. The example talents I just gave are work in progress, very subject to change. Probably no part of the game is more, prone to iteration, and for no part of the game is the community input more essential than class design, spec design. To that end, when we, move into our alpha, probably in the spring, we want to have as many, if not all of these hero specs playable from the start. Yeah, so that we have naturally. the entire alpha and beta window to iterate on them, to replace the things that aren't working, to dial them all in to where everyone's going to be excited about what they're getting in War Within. It's a long road ahead. We can't wait to share that journey with you and really just Ich bin collaborate, gespannt. discuss back Wow. and forth every step of the way. I can't believe they're actually doing ascendancies. That's badass. Pretty dope. Right. Yeah. Now some other stuff. Some you've heard about, some you haven't. First off, Aladrace, you get to be an Earthen. Awesome blinged out dwarves, or maybe not so blinged out if you want to customize them differently. These are going to be earned just by playing through the War Within campaign fully. There's no rep to grind here, nothing else beyond that. It's, you are meeting the Earthen as, it's a first contact in essence. You're going to learn about the nature of their problems, the nature of their culture. You're going to work with them to overcome those problems, win their trust. And at the end of that journey, it will make sense. It will be a natural next step for them to lend you their aid and join you as either Horde or Alliance. Sure, So that makes yes, sense. Horde dwarves. Cool. We haven't yet finalized what their racial abilities are going to be, but the available classes. Das war 10 alles out wie of the 13 geil. Available classes. Everything but Druid, Demon Hunter, and Evoker. Now on the right side here, you see a concept of the Heritage Armor. You'll be able to Sieht earn hässlich from aus. leveling your Earthen That's cool. to max level. Nein, nicht wirklich. Great. All right, Dynamic Flight. Everybody knew this was going to happen. Ja, So auf jeden Fall. It was obvious very early on in Dragonflight, probably before Dragonflight even released in beta, that we could never go back to how it used to be. Honestly, we hoped that would be the outcome. We hoped the feedback would be, this is so awesome. Kann We sein. want this to be how flying works forever. Yeah. But we immediately began, making plans for what that would mean because, it's the only way to go. And so, dragon riding is going to become the default, no longer just dragons, but dynamic flight now in War Within. Yeah, it's for and like beyond. all mounts. We want to make sure. Oh, weird. I meant to have two mounts here, but I only see Ashes on the right. But anyway. Adler killt den ja Importantly, wahrscheinlich. We want to expand this to the broader array of mounts that you have available. I think the only downside of dragon riding as it exists today is that you don't have much reason to use so many of the mounts that are your favorites visually, aesthetically, that you've earned and done so much to collect. You want to make sure that as much of your collection is viable as possible. So not every single flying mount is going to be able to support dynamic flight. There's some animation logistics to work with there, but as many as we can. It's a 3-digit number. Boah, wie geil ist das Very denn? wide array Alter. of mounts being able to just fly the way you've always, enjoyed with your dragons. Great. So it's not like 5 different mounts. And just to clarify, this is the future of flying. So everywhere that you can fly I sure hope you can do today, this with the you'll hippo. be able to dynamically fly or dragon ride. In fact, Available not in just all flyable War Within, areas. Wie a geil. little sneak peek, I think in our upcoming 10.2.5 update, you'll be able to dragon ride in Eastern Kingdoms, Kalimdor, Northrend, Outland, you name it. Wow. Fett! Alright.
Fett, 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 fett. Das ist sehr, sehr We geil. also understand there are some folks, for accessibility reasons, personal preference reasons, maybe you just like being able to AFK in midair. There it is. That, dragon That's riding the reason. isn't your favorite. We don't want to take anything away. We want to let Yeah. all these mounts that can currently do the old school flying mode toggle between dragon riding or let's call it TBC flying. Up to you, whatever you prefer. Yeah. I was worried about that. And again, to be clear, dynamic flight will be available from the very start when you go to Kazalgar on the Isle of Dorn, just as it was in Dragonflight. Das ist ja mal geil. You want to Endlich. refarm it or something. Old school TBC flying, Pathfinder style, will not be available right away, but it will be unlocked shortly after reaching max level with no reputation grind requirements. Just Boah, wie play through the geil. campaign, Auch endlich. explore the Mega. contents, Then you can fly that way as well. The existing dragon riding glyph system in the Dragon Isles, we want to pivot that to a bit more of something that's evergreen. Some of those unlocked traits may change to only work within the Dragon Isles. Others that are more essential to just the experience feeling good, like vigor increases, regenerates, the active abilities, are just going to be things that you will inherently get as you earn dynamic flight and level up naturally. We don't want down the line Ach so. players to feel like they have to go back to Ach so, an old ja, expansion and fly around. ich hab da auch nicht dran and collect a bunch gedacht. of glyphs just to be able to explore the new expansion. And in That that makes vein, sense, it's smart. this is going to be the new default for leveling players. I mentioned earlier, when War Within comes out, instead of BFA, Dragonflight will be the new leveling experience that you merge into as a new Thank player God, after bro. you Imagine leave somebody having Exile's to do Reach. BFA. And so you're going to get dragon riding very early in that experience. As you just level up, gain player levels, you will improve your flight ability and get all the vigor perks and everything Ja. else that everyone Die has come ganzen to expect. Drachenglyphen sammeln war And schon that's just gonna be how the game hardcore. works as a baseline. Da war ich froh, als das This is durch what war. flight is now. Great. You didn't mention Shadowlands? What's So, up? PvPers, we haven't forgot you. This is long overdue. Here it is. We should have been doing this earlier. Yeah. So there's a new battleground coming in War Within. It is a 10v10 map set in the Ringing Deeps. Where's a This 40v40? is inspired by Silver Shard Mines with a few twists. The Ringing Deeps are a place that's full of I want natural 40v40. resources. That's very sort of thing that the Horn Alliance will be likely to skirmish over. I'm going to show you a very rough, early, kind of like top-down mock-up of the layout here. Okay. The idea is, unlike Silver Shard Mines, which is radial symmetry, this is more, mirrored and reflects the two sides trying to both Schon push sehr, their sehr own geil, meine minecarts Lieben. to collect resources, while Boah, also wie fighting lange geht das over noch? Ich kann mir das gar nicht... central control point that's going to change the Ah, outcome gleich fertig. and the Okay, ich momentum glaube... of the match. Okay. This is something that the team has actually been playtesting internally a bunch over the last Ach, nicht mehr weeks. wirklich. Ich krieg das nicht mal alles drunter. We make battleground maps. We don't really artify Also das them. ist We keep them tatsächlich, ich really gehe mal rough, hier which is eben why they raus. don't have any good images. Das ist schon They're mal just ziemlich, sketches. It ziemlich really is stark. awesome. Also das ist tatsächlich ziemlich stark. Sekunde bitte. Ach, mein YouTube funktioniert ja nicht. Das ist Classic Plus, sagtest du, gell? Classic Plus. Wow. So, schon mal das mal an. Hm. Ja, okay, wie dem auch immer sei, das ist tatsächlich... Ah, falsch. Also es gibt da tatsächlich ein paar Sachen, wo ich sage, mega krass, mein Lieben. Ja, PvP-Server habe ich tatsächlich gestern gesucht und keine gefunden. Ich habe da tatsächlich Bock, mit dem Schurken oder vielleicht auch mit dem Mage reinzugehen. Da tatsächlich in die Server rein und alles wegzuballern, was da rumgeballert wird. Das wäre schon tatsächlich ziemlich geil. Das ist schon geil.
Oh, wer hat mir... Goloba. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für den Follow. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja, ist schon ziemlich schick. Ist schon ziemlich schick, muss ich sagen. Ist schon ziemlich geil. Und, was? Mobbing. Das PvP-Rumgeflexe. Oder was meinst du, Chiara? Das ist schon irgendwie ziemlich... Naja. Ja, es ist tatsächlich, das Ganken war damals tatsächlich Katastrophe. Das Ganken war wirklich richtig Abfuck. Aber grundsätzlich hin und wieder hat es schon Laune gemacht. Muss ich sagen. Das Schlimme ist ja tatsächlich, wenn du halt die Max-Player hast, die ja dann wirklich auf den Sack gegangen sind. Ja, ich fand sie gut, Ganken, aber ich muss sagen, ich habe mich selber hin und wieder mal in der Rolle erwischt, wenn ich den in den Arsch getreten habe. Insbesondere, wenn du halt einen Luxus-Twink hattest. Vielleicht der eine oder andere weiß, was ein Luxus-Twink ist. Da habe ich mich dann angreifen lassen und du siehst auf den ersten Blick natürlich nicht, oder du kannst es ja nicht erschließen, wie der equipped ist, so ein Level, sagen wir Max Level 80 und du bist Level 73 und hast aber entsprechend equipped und das sieht man ja nicht und du den dann wirklich in den Arsch trittst. Das war schon zum Brüllen komisch. Da habe ich echt Spaß dran gehabt, muss ich sagen. War schon ziemlich cool. Das war schon ziemlich cool. Und ich sehe es gerade, meine Lieben, dass es jetzt schon tatsächlich Zeit für mich wird, die Segel zu streichen, denn ich muss mich noch vorbereiten, die Arbeit ruft. Ich sage an dieser Stelle erstmal recht herzlichen Dank an alle, die hier diesen Kanal oder die Kanäle unterstützen, die da sind, mit mir ein bisschen Klönschnack geführt haben. Und Chiara, ich zeig dir mal, dass wir aus dem Beastmaster einen 3-Tastenjäger machen. Geht ganz schnell. Ich setze einfach nur ein Spell über Makro und dann reicht es auch vollkommen. Angriffsspell und dann wird alles ausgeführt. Haben wir einen Eintastenjäger. Vergnügen werde ich haben die ganze restliche Woche bis einschließlich Samstag. Yeah, ich freue mich wie ein Schnitzel. Und dann nichtsdestotrotz, Kohle muss da rein. Ich verdiene eigentlich ganz gut dafür, dass ich im Einzelhandel bin. Und will mich auch nicht beklagen. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich recht herzlich, meine Lieben. Wünsche euch noch einen großartigen Tag. Ich bemühe mich tatsächlich, so zweimal die Woche abends reinzukommen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ich bin am Ball, ich versuche es. Makro sagt Marco. Und ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich recht herzlich erstmal in einen neuen Arbeitstag. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt anständig. Und damit Arrivederci, Goodbye und Moin Moin. Und bleibt anständig. Tschüss. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks, don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here.